Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und wir haben ein Video heute für euch vorbereitet für ein sehr wichtiges Produkt, weil es vielen von euch bei einem, ja, ich sag mal, nervenaufreibenden Problem helfen wird. Nopo Control. Christian, was ist Nopo Control? Nopo Control ist eine Kohlenstoffquelle, die wir speziell für unser Produkt Special Blend entwickelt haben. Es funktioniert aber auch mit den vorhandenen Bakterienstämmen im Aquarium, um eben gezielt Nitrat und Phosphat aus dem Aquarium zu entfernen. Okay, heißt, wenn ich sehr hohe Nitratwerte habe, muss ich meine Bakterien einfach unterstützen, damit sie das abbauen können, weil selbst die effektivsten Bakterien, und das sind Special Blend Bakterien nun mal, haben nur eine gewisse Leistungsfähigkeit, wie wenn wir 24 Stunden in die Arbeit gehen. Wir können nur für 24 Stunden Arbeit machen, nicht für 48. Dann kommt zum Beispiel Nopo Control ins Spiel und pusht die Bakterien, regt sie an, sich zu vermehren, zu vergrößern, und diese bauen dann eben mehr Nitrat ab. Ihr seht schon im Bild, wichtig zu erwähnen, es gibt so ein, ja, ich sag mal, ein Team um Nopo Control, unser Basic P, Basic N. Nitratzusatz, Phosphatzusatz. Denn Nitrat und Phosphat hängen immer zusammen. Ja. Heißt, die Bakterie, die Nitrat abbaut, braucht einfach das Phosphat. Also da ist das wichtigste Produkt hier in dem Spiel ist Basic P noch mit dazu. Einfach, dass man schaut, dass der Phosphatlevel immer auf einem bestimmten Bereich ist. Wir empfehlen immer, kommt immer darauf an, wie hoch der Nitratwert ist im Aquarium. Wenn er sehr hoch ist, sollte das dann entsprechend dann auch angeglichen werden, dass die Bakterien eben auch genügend Treibstoff haben, um dann das Nitrat in Stickstoff umzuwandeln. Okay, also auch hier immer kurz die Info, die wir immer mitgeben. Bakterien brauchen zwingend Phosphat als Energiequelle, stellen sonst auch Prozesse wie Nitratabbau, Nitritumwandlung, das stellen die alles ein, so dass man es eigentlich G0 bezeichnen kann. Deshalb bitte achtet immer darauf, genug Phosphat zu haben, und gerade wenn ihr hohe Nitratwerte abbauen wollt, ist das nochmal doppelt wichtig. Und weil es eben sehr effektiv ist, regelmäßig messen, damit man nicht in Limitierung kommt. Genau. Und ja, im Zweifel sogar ein bisschen erhöhen zu dem Wert, den man normalerweise hat, weil er eben sehr schnell wieder abgebaut wird. Da ist es eben sehr wichtig, dass man, wenn man das Nitrat reduziert mit dem Nopo Control, dass man wirklich täglich sein Phosphatlevel misst. Dass es einfach, wie schon angesprochen, zu keiner Limitierung kommt. Und dann, wenn man schon merkt, okay, geht nach unten, dann entsprechend mit dem Basic B. Okay. Ist, wie gesagt, eine sehr effiziente Geschichte. Genau. Ist auch eher als Problemlöser gedacht. Man kann es dauerhaft verwenden, aber ist es eher ein Problemlöser, um diese Werte runterzubekommen? Es ist ein Problemlöser. Man sollte natürlich dann schauen, wenn das Problem beseitigt ist und es kommt wieder, was ist der Grund dafür? Einfach um diesen Grund dann schon mal zu beseitigen. Das ist klar. Und als generelle Bakterienstämme, auch in Bezug auf Nitratabbau, legen wir euch Special Blend ans Herz. Genau. Wenn der Wert dann im Normalbereich, in Anführungszeichen, ist natürlich immer unterschiedlich von Aquarium zu Aquarium ist, dann einfach Special Blend die Arbeit machen lassen. Aber auch, wie gesagt, die effektivsten Bakterien brauchen manchmal einen Push. Dafür ist Nopo Control gedacht. Ja. Blaues Etikett verrät uns wieder Meerwasser, Süßwasser. Süßwasser, für also beides geeignet. Für beides geeignet, für beides entwickelt. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, was ich beachten sollte, zwecks Dosierung? Muss ich auf irgendwas achten? Wir haben eine Anfangsdosierung draufstehen oder eine Minimaldosierung. Mit dieser würde ich auch beginnen. Okay. Und dann, wenn man merkt, okay, der Nitratwert geht am Anfang vielleicht nicht gleich so schnell runter, diese dann langsam steigern. Aber das über mehrere Tage dann machen. Okay, also man tastet sich an die Dosierung ran. Und wenn ich die Dosierung erreicht habe, bei der es anfängt, Nitrat abzubauen, würde ich diese auch dann Diese behalte ich und fahre sie dann, wenn ich in dem Level bin, wieder zurück. Genau. Okay, also wie gesagt, ja, fangt nicht gleich mit der Maximaldosierung an, tastet euch ran, weil in den meisten Fällen reicht auch eine niedrigere Dosierung schon aus. Genau, ja, gibt es irgendein Produkt, wo du sagst, damit nicht verwenden? Gibt es irgendeine Wechselwirkung? Würdest du irgendwas nicht empfehlen? Nicht empfehlen würde ich jetzt Nopo Control im Zusammenhang mit unserem Substratcleaner, weil da kann es eben einfach sein, dass jetzt nicht unbedingt eine Bakterienblüte, aber dass dann Schwermetalle etc. dann noch rausgelöst werden, die dann eben nicht so gut sind fürs Aquarium. Okay, also das ist eigentlich, sagen wir mal so, es ist eigentlich eine Verbesserung des Substratcleaners, aber es ist eine, die man mit Vorsicht genießen sollte, denn der Substratcleaner kann dann auf einmal auch Schwermetalle, die vielleicht irgendwo sich in eurem Becken befinden, als Depot,
kann die lösen, ihr rechnet vielleicht nicht damit und kann die dann wieder ans Becken abgeben. Genau. Und wahrscheinlich auch, weil der Substratcleaner im Bodengrund arbeitet und dort eben dann, wenn Bakterien gepusht werden, der Sauerstoffgehalt auch nochmal reduziert wird. Also wie gesagt, bitte nur einfach nicht mit dem Substratcleaner in Kombination verwenden, ansonsten mit jedem Produkt problemlos verwendbar. Das heißt, wir haben schon mal kurz gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte mit Nopo Control, wäre eine Bakterienblüte, die ich wie immer mit Wasser wechsle. Da empfehlen wir dann praktisch auch, wir schreiben es auch extra auf die Flasche drauf, dass man dann an UVC-Keime im Einsatz haben sollte. Wenn man merkt, dass es zu einer Bakterienblüte kommt, beziehungsweise leicht milchig trübes Wasser am Anfang, dann UVC hinzuschalten und dann ist das auch sehr schnell behoben. Okay, also das heißt, eine Bakterienblüte, die kann ich relativ einfach in den Griff bekommen. Ich sollte sie aber schnell beheben, weil einfach quasi die Bakterien in Konkurrenz zu meinen Fischen stehen, was den Sauerstoffverbrauch angeht. Ja. Aber das lässt sich leicht feststellen und lässt sich auch leicht beheben. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben unser komplettes Team hier aufgebaut. Die meisten brauchen Nopo Control und Basic P. Basic P. In Fällen, wenn ich sage, ich habe mehr Phosphat, das ich verbrauchen möchte mit den Bakterien, kann ich mit Basic N könnte man mit Basic N noch gegensteuern bzw. erhöhen, kommt aber auch auf dem Ausgangswert dann praktisch von Nitrat an, so wie er gerade im Aquarium vorherrscht. Okay, wir haben, wie gesagt, ein komplettes Team da aufgestellt, damit ihr alle Werte nach euren Bedürfnissen jedes Aquariums abdecken könnt. Ja, wie gesagt, ein Problemlöser, der vielen nervenaufreibende, ich hatte auch Kunden Jahre löst. Und wie gesagt, probiert's aus. Wenn ihr Fragen dazu habt zur Verwendung, euch mit vielleicht irgendwas nicht sicher seid, bitte einfach melden. Im Social-Media-Bereich sind wir gerne jeden Tag für euch da. Per E-Mail, per Telefon könnt ihr uns erreichen. Einfach fragen. Wir stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.